Ich habe, glaube ich, ein neues Zuhause gefunden. Ich finde das Studio hier eigentlich ganz cool. Macht Spaß, würde ich sagen, hier irgendwie Videos zu drehen und jedes Mal hier hinzukommen und irgendwie was Neues zu machen. Deswegen vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Gerne. Und auch dieses Mal haben wir ein super was heißt spannendes Thema. Also wir haben ja jetzt, wir wissen ganz viel über dich, wir wissen, wo du herkommst, warum du das machst, was du tust. Und was wir aber noch nicht wissen, wir wissen noch nicht so richtig viel über Audison. Mhm. Audison, also ich weiß auch noch, also aus meiner persönlichen Erfahrung mit Audison, ich hatte, beziehungsweise Caro hatte im Twingo, so wie wir halt auch angefangen haben, wo wir in einem Video, wo wir gesagt haben, wie wir uns kennengelernt haben, da ging es halt auch ein bisschen darum, dass wir halt irgendwie auf dem Wettbewerb waren. Und auf diesem Wettbewerb war ich mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, mit ihrem Twingo. Und da waren 2 Audison-Stufen drin, eine VR 203 und eine LR irgendwas. Also ich bin komplett Audison-Fanboy gewesen. Aktuell habe ich keine Audison-Sachen mehr drin. Aber das hat ja jetzt nichts zu bedeuten. Es ist eine Marke mit einem riesigen Portfolio. Also wenn ich da mal wieder drauf gucke, dann denke ich mir so, huiuiuiui, und da sind noch gar nicht diese Audison Connection Sachen drin, wo wir heute mal nicht drauf eingehen wollen. Das heißt, ja, es gibt auch Kabel und alles Mögliche, aber es gibt ja von Audison auch so ein paar Hauptreihen an Sachen, die es so gibt. Und da gibt es auch verschiedene Serien. Da kannst du mir bestimmt irgendwie was von sagen. Wie die sich unterscheiden, was es für Serien gibt, was ihr da halt alles anbietet, irgendwie so in die Richtung. Ja. Also unsere größte Serie wahrscheinlich die Thesis, nicht nur wahrscheinlich. Allen voran natürlich die Thesis HV Venti. Ja, schön bunt, blinkend. 2004, glaube ich, war es, als wir so eingeführt haben. Das ist schon eine richtig mächtige Endstufe. Das ist unser Flaggschiff. Also wirklich oberste Endstufe, mehr geht quasi nicht. Mehr war zu dem Zeitpunkt technisch nicht machbar, als das, was die Endstufe macht. Auch da sie ist immer ein bisschen weiterentwickelt worden. Keine Riesenänderungen, aber immer wieder kleinere Upgrades und Revisionen. Ja, dazu passend also auch Thesis-Serie, aber etwas kleiner, gibt es dann die Thesis TH Uno, TH Duo, TH Quattro. Das heißt 4-Kanal-Endstufe, 2-Kanal-Endstufe, Mono-Endstufe. Mono-Endstufe für einen Subwoofer tatsächlich? Ja. Okay. Mit über 1 Kilowatt für einen Subwoofer. Die 4-Kanal, ganz klassisch, Hochtöner, Tieftöner oder vorne, hinten, je nachdem, wie man es macht. Und dazu gehören natürlich auch Lautsprecher. Hier haben wir einen Thesis TH3.0 II. Spitzname Voce. Nicht nur Spitzname, sondern das ist wirklich ein Voce. Was heißt es, ist wirklich ein Voce? Voce übersetzt Stimme. Und das ist natürlich das, wofür der Mitteltöner da ist. Der deckt fast den kompletten Stimmbereich ab. Okay. Eine riesige Schwingspule für einen Dreizünder. Ihr seht durchsichtiges Membranmaterial, das nennt sich TPX. Da kann man wirklich durchgucken. Also es ist so ein bisschen, also in der Mitte kann man genau auf die Schwingspule drauf gucken. Ich spiele gleich noch Detailbilder ein. Und an den Seiten ist es so ein bisschen matt. Genau. Perfekt geeignet zur Hintergrundbeleuchtung. Ja, kann man sicherlich so machen. Ein 3 Zoll Mitteltöner mit wahnsinniger Performance. Der kann richtig, richtig austeilen. Für eine 3 Zöller riesige Schwingspule wird man gleich in den Detailaufnahmen dann sicherlich nochmal sehen. Super tief trennbar. Ich habe ihn aus Versehen mal Full Range laufen lassen. Ja, macht da halt ein bisschen Hub, ne? Und macht da ein bisschen Hub, das war okay. Würde ich nicht dauerhaft machen. Also war ein Versehen, aber auch das funktioniert mal. Aus Versehen zumindest. Ja. Das ist unser Flaggschiff als Mitteltöner. Okay. Das ist unfassbar, was der an Performance und auch an Pegel liefert und an Auflösung und Dynamik. Ich denke mal, dass es dann zu diesem Mitteltöner auch noch Hochtöner und Tieftöner gibt. Genau. Gibt es noch einen Hochtöner, den TH Violino. Der Violino ist ziemlich cool. Man kann ihn mit Koppelvolumen verbauen, dann ist er ein bisschen größer im Durchmesser, sowieso ja schon relativ groß. Oder man kann das Koppelvolumen abnehmen und kann dafür eine Plate hinten drauf machen, also eine Platte. Dann wird er kleiner im Durchmesser und natürlich auch in der Einbautiefe. Aber dann nicht mehr so tief trennbar. Spielt nicht mehr ganz. Die elektrische Trennung ist dann nicht ganz so wichtig. Durch das Koppelvolumen
verändert sich die Reso natürlich oder ohne Koppelvolumen. Da kann man den Hochtöner selbst mechanisch noch auf seine Einbauposition und seine Ansprüche anpassen. Okay. Gibt es auch passende Messungen dazu in der Anleitung, wie sich der verhält mit Impedanz und auch Frequenzgang natürlich in der offenen Schallwand. Und natürlich den Tieftöner. TH6.5 II hat dasselbe Membranmaterial wie der TH3. Also auch Hintergrundbeleuchtet? Kann man auch machen an der Stelle. Auch eine wahnsinnige Performance. Super fein auflösend bis in den Mittelton, das heißt voll zweiwegefähig. Ist unvorstellbar. Okay. Das heißt, ihr habt quasi zu den Thesis, also fetteste Reihe, die ihr habt, Thesis, da gibt es halt Endstufen, Einkanal, Vierkanal, Zweikanal? Zweikanal und dazu die passenden Lautsprecher. Genau. Subwoofer gibt es nicht. Subwoofer gibt es nicht. Für die Vorgängerversion Thesis-Serie gab es Subwoofer. Für die Serie, wer weiß, vielleicht kommt ja noch was. Wer weiß. Wer weiß. Ja, dann geht es weiter natürlich in der Linie. Voce, auch da Stimme. Wir waren gerade schon bei Voce, ne? Also, ja. Auch da gibt es Lautsprecher und Verstärker. Okay. In dem Fall auch 5-Kanal-Verstärker, 4-Kanal, 2-Kanal Mono. Ja. Als wir die Voce eingeführt haben, die Voce-Verstärker, war das ein Novum. Sie sind Full-DA-fähig. Full-DA DA. heißt... Steht da auch auf deinem Ärmel, glaube ich. Genau. Mit den Voce-Endstufen und dem passenden DSP, heißt Bit 10D oder Bit 1 HD, Bit 1 HD Virtuoso, ist es möglich, ein digitales Signal voll prozessiert an die Endstufe digital weiterzugeben. Das heißt, wir gehen digital in den DSP rein, prozessieren und verarbeiten das Signal, manipulieren das Signal, so wie es für unser Fahrzeug nötig ist, genau, verbessern für den Einbau, für die Einbausituation und gehen dann digital aus dem DSP wieder raus in die Endstufe. Das heißt, eine Wandlung, es gibt nur eine einzige Digital-Analog-Wandlung und die findet direkt in der Endstufe statt. Heißt, es gibt keine Störeinflüsse auf dem Weg dahin. Es gibt nur diese eine Digital-Analog-Wandlung. Ja, das nennen wir dann Full DA. Okay. Aber da braucht man dann halt wirklich auch einen DSP von euch für. Absolut. Sonst funktioniert es natürlich nicht. Das ist dann ein eigenes Ökosystem. Das ist dann jetzt auch nicht irgendwie, dass das ein optisches Kabel ist oder sowas dahin geht, weil gibt es ja auch von ein paar Herstellern, die jetzt sagen, okay, gibt jetzt noch irgendwelche Kanäle, die jetzt optisch rausgehen oder so. Genau, das ginge auch, aber wir nehmen dafür quasi ein Netzwerk, ein rudimentäres Netzwerk, so dass über ein Kabel, was aus dem DSP rausgeht, bis zu 8 Kanäle funktionieren. Die dann so durchgeschliffen werden von Stufe zu Stufe. Genau, das heißt, ich gehe in die erste Endstufe rein, also als Beispiel 8 Kanäle raus aus dem DSP, gehe in die erste 4-Kanal rein. Der 4-Kanal kann ich dann sagen, du nimmst das Signal von 1, 2 und 5, 6, schleife das durch in die zweite Endstufe und sage dann, ich nehme 3, 4, 7, 8. Okay. Ja, das funktioniert einfach wahnsinnig gut, ist an sich super flexibel in der richtigen Konfiguration und ist halt mehr oder weniger einzigartig. Das würde ich auch sagen. Also habe ich so tatsächlich bis gerade noch nicht gehört, dass es sowas gibt. Wem sagst du, welche Endstufe was machen soll? Also du sagst das im DSP. Genau. Okay. Der DSP sagt dann quasi, wo was hin soll. Genau. Verstehe. Unsere DSPs haben wir sowieso alle einen Wizard, nennen wir das. Der hilft einfach bei der Einrichtung. Bei den Vorgänger-DSPs war es zwingend nötig, dass man ihn benutzt, um das Routing und die Konfiguration alles zu machen. Okay. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus mit den Forza-Endstufen, kommen wir ja gleich aber nochmal zu. Und in diesem Wizard sagt man dem DSP, das ist auf dem Ausgang ist der Hochtöner, auf dem Ausgang ist der Tieftöner, wie das auch klassisch ist. Und, und dann sagt man am Ende des Konfigurationsprozesses, sagt man, okay, und das Ganze jetzt über den Full-DA-Ausgang. Okay. Damit können die Endstufen auch einschalten über ein weiteres Kabel. Das nennt sich dann, das Ganze nennt sich dann AD-AC-Link. Dadurch spart man sich auch Remote-Leitungen. Im Prinzip brauchen die Endstufen nur Strom und die beiden Netzwerkkabel und dann gehen die Endstufen von alleine an
und solche Sachen. Okay. Bedarf dann eben der Konfiguration an der Endstufe, dass sie weiß, von welchem Kanal sie das Signal nehmen soll. Im DSP. Im DSP sagt man, Aber die Endstufe selber kannst du nicht konfigurieren oder konfigurierst Doch, die Endstufe auch? die Endstufe konfiguriert man selbst und sagt, in der Endstufe ist ein extra Modul, das ist austauschbar von analog auf den digital, auf den Full-DA-Eingang. Und dann sagt man dem Modul, welches Signal es sich aus diesem Netzwerk, aus dem Full-DA nehmen soll. Okay. Für welchen Ausgangskanal. Ja. Cooles Prinzip. Also ja, es ist halt, man läuft halt nicht mit Cinch-Leitung durch die Gegend, die sowieso immer hässlich, aber auch unpraktisch und störanfällig sind. Und hat dadurch, ja, definitiv, wenn man einfach Steck, alle Sachen einstellen und dann halt im DSP alles geben. Cooles Prinzip. Bei der Voce gibt's Bei der Voce, genau. Bei dem Voce gibt's das. Die Endstufen. Lautsprecher gibt's auch Voce. Ja. Auch da. Voll DA. Nein. Lautsprecher nicht Full DA, aber es gibt Hochtöner, es gibt Mitteltöner, es gibt Tieftöner. Gutes Ökosystem, passt wunderbar zusammen. Voce Lautsprecher, Voce Endstufen. Ja. Wo sind die preislich so? Also wenn wir jetzt halt, weil klar, Thesis oben drüber. Dann, wenn wir jetzt halt irgendwie nochmal mit Herz mit reinnehmen, das heißt, dann haben wir wahrscheinlich irgendwie die Mille-Sachen oder ist Voce jetzt quasi noch über dem Mille? Die Voce sind etwas über den Mille preislich, je nachdem, was man da zugrunde legt. Der Tieftöner ist ein bisschen günstiger, der Hochtöner ist ein bisschen teurer. Okay. Also das hält sich dann alles irgendwo immer die Waage. Okay, also Voce, Lautsprecher, Mitteltöner? Mitteltöner, 3 Zoll Mitteltöner, 6,5er Tieftöner, Okay. 1,1 Zoll Hochtöner. Es gibt auch einen Coax dazu, 6,5 Zoll. Also wunderbares System. Alles, was nötig ist. Alles, was man irgendwie braucht, um es halt wirklich in alles, was es so gibt, einzubauen. Genau. Und da in der Kombi mit den Endstufen, digital Full DA. Full DA ist nur in der Voce-Reihe Genau. möglich. Okay. Genau. Full DA auch Hi-Res zertifiziert. Ja. Hi-Res zertifiziert. Also, wenn ihr wissen wollt, was Hi-Res ist, was Hi-Res bedeutet, beziehungsweise wenn es zertifiziert ist, dann müsst ihr auf jeden Fall ein Abo dalassen, weil darüber werde ich mit dem Patrick im Nachgang auch nochmal sprechen. Jetzt Voce sind wir durch. Nächste Serie. Prima Donna. Nee, Prima. Ja. Nur Prima. Ist unser OEM-Integrator-System. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass es jetzt eine Voce nicht in einem OEM einbauen Absolut, nutzen kann. aber gerade die Prima Lautsprecher und auch die Vorgängerserie der Prima Endstufen, beziehungsweise die Prima Endstufen, die jetzt auslaufen. Aber die Lautsprecher sind halt für Werkseinbauplätze entwickelt. Und sie sind dafür gemacht, in den Werkseinbauplätzen super zu spielen. Heißt, Unterwinkel beim Tieftöner, ohne großen Aufwand mit vor die Türverkleidung holen und irgendwelche Experimente, sondern wirklich einbauen. Guter Einbauplatz, ein bisschen gedämmt, schöne Aufnahme gebaut. Vielleicht nicht unbedingt einen Plastikring, sondern vielleicht einen Holzring aus Multiplex oder ähnliches. Oder einen selbstgedruckten Ring mit Massiv, mit verstärkt. Also gibt es ja alle Möglichkeiten. Genau. Und dann kann so ein Prima schon auftrumpfen. Das gibt's dann auch, das 16er-System gibt es dann noch als 2-Ohm-Variante für wirklich kleine Innenstufen, die 2 Ohm stabil sind, aber relativ wenig Leistung haben. Für manche Werks-Head-Units, die können das auch mit 2 Ohm, zumindest an 2 Kanälen. Das kommt dann immer ein bisschen aufs Fahrzeug drauf an. Okay. Gerade weil die Impedanz sich auch noch mal ein bisschen ändert, wenn der Lautsprecher in einem Gehäuse, also in der Tür steckt. Dann gibt es das APK 165p, das für mich meist unterschätzte System bei Audison und in der Prima-Serie. Das kann einfach richtig austeilen. Das ist auch das, was immer sehr oft in diversen sozialen Netzwerken als Tipp hinterlässt. Genau. Da gibt es auch irgendwie 2 Versionen, irgendwie mit P und ohne P. Es gibt das P, das ist nach dem normalen ohne P gekommen, quasi das Power-System. Das ist schon für etwas über 200 € ist das eine richtige Waffe. Wenn man da ein bisschen eine Endstufe hinterpackt, beziehungsweise davor packt, dann geht da schon richtig die Luzi mit ab. Und das für ein 250 € System. Okay. Und der Unterschied jetzt zum Nicht-P ist, dass der Nicht-P weniger Leistung ab kann? Oder? Das Nicht-P hat einen etwas höheren Wirkungsgrad.
kann aber dafür nicht so viel Leistung verarbeiten. Das P kann ein bisschen, dem tut es auch nicht weh, wenn es ein bisschen Leistung kriegt. Etwas geringerer Wirkungsgrad, spielt ein bisschen tiefer in der Tür durch die Konstruktion des Tieftöners. Das ist schon ein richtig mächtiges Werkzeug. Aber jetzt auch beide quasi wirklich eigentlich dafür entwickelt, wirklich einfach hinter der Türverkleidung zu spielen, einfach OEM unauffällig da zu sein und einfach abzuliefern. Genau so. Endstufen gibt es keine mehr, beziehungsweise wird es bald keine mehr geben. Deswegen brauchen wir da nicht mal drüber reden. Subwoofer? Subwoofer gibt es auch in der Prima-Serie. Die sind super flach. Da gibt es einen 8 Zoll und einen 10 Zoll, die auch schon in wirklich kleinen Gehäusen super spielen. Gibt es als Gehäusevariante fertig mit einem Gehäuse drumherum. Gibt es auch einzeln. So dass sie für fast jede winzige Ecke in einem Auto, in der Reserveradmulde oder im Seitenteil oder ähnliches super spielen. Oder im Beifahrerfußraum? Oder auch das, genau. Dafür sind sie auch flach genug, brauchen genug Volumen, um sauber zu spielen. Das geht auch wunderbar. Okay. Sind nicht super leistungshungrig, die Subwoofer. Relativ wirkungsgrad stark. Da macht's dann Spaß. Also Subwoofer haben wir auch. Sonst noch irgendwas zu der Prima-Serie, was irgendwie interessant wäre? Aus der Prima-Serie glaube ich nicht. Dann gehen wir direkt weiter zu der nächsten. Eine Endstufenserie gibt es noch, das ist die SR-Serie. Beziehungsweise es gibt noch 2 Endstufenserien. Zu den Forza sage ich gleich bestimmt noch was. Kommen wir erstmal SR. Es gibt die SR-Serie, gute, bezahlbare Class D-Endstufe mit einer wirklich guten Performance. Bezahlbar. Gibt es als 4-Kanal, als große, in Anführungsstrichen große 4-Kanal, kleine 4-Kanal und als Mono. Okay. Super System, bezahlbar. Die SR-Serie begleitet uns ja schon einige Jahrzehnte jetzt mittlerweile. Immer wieder geändert, neu aufgelegt, geändert, wie auch immer. Okay. Da gibt es aber keine Lautsprecher oder sonst Da gibt es keine Lautsprecher zu. Nur eine Serie mit Endstufen. Genau. Die, ja, man kann eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen, also weil es die schon so lange gibt, was der Vorgänger von denen war, aber es ist preislich attraktive Endstufen mit Leistung. Genau. Kann man eigentlich so nehmen, wenn es passt. Klanglich super, super feinzeichnend, für das Geld unschlagbar meiner Meinung nach. Wieder ein Preis-Leistungssieger quasi an der Stelle. Auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir, glaube ich, jetzt zur letzten noch ausbleibenden Serie. Die Forza. Da hast du ja jetzt schon 3-4 Mal hast du das Forza-Wort gesagt. Ja. Weißt du irgendwie, seit wann es die gibt? Oder? Ja, jetzt seit 2,5 Jahren. Also eigentlich recht neu auf dem Markt. Relativ frisch, genau. Das ist unsere neue DSP-Endstufenserie. Nicht nur DSP, es gibt auch Endstufen ohne DSP, aber hier haben wir jetzt zum Beispiel die C8.14. Das ist eine 8-Kanal-Endstufe mit 8x65 Watt. Also da drin sind jetzt 8 Kanal-Verstärker. 8-Kanal-Verstärker, ja. 14-Kanal DSP. Das heißt, du hast zu den 8 verstärkten Kanälen hast du noch 6 DSP-Ausgänge für sonstige Spielereien, Subwoofer, weitere Endstufen, wie die Begleitendstufen M4D, M6, die du ja schon mal vorgestellt hast. Die verlinke ich nochmal, also die habe ich mir schon mal angeguckt. Sieht auch ähnlich aus, aber ist, glaube ich, ein bisschen größer gewesen. Genau, es gibt 2 verschiedene Formfaktoren, C für Kompakt, M für Max. Okay. Ja, heißt, es gibt auch eine 12-Kanal-Endstufe dafür, aus der gleichen Serie, die ist dann so groß wie die M6D. Hat dann 12 verstärkte Kanäle, 2 DSP-Ausgänge. Die Endstufen sind alle voll brückbar. Das heißt, aus der 8-Kanal kann ich eine 4-Kanal-Endstufe machen. Aus der 12-Kanal kann ich eine 6-Kanal-Endstufe machen. Aus der 6-Kanal M6D kann ich eine 3-Kanal-Endstufe machen. Ich kann natürlich auch nur teilweise Kanäle brücken, aber das können die Endstufen und genau dafür oder unter anderem dafür sind sie ausgelegt. Wir haben hier ein doppeltes Netzteil drin. Da sind 2 Netzteile drin. Eins für die DSP-Sektion, was sehr streng geregelt ist und sehr eng geregelt ist, damit der DSP immer an seinem passenden Arbeitsbereich läuft. Und ein Netzteil, was eher locker geregelt ist, in Kombination zur Eingangsspannung und somit einfach einen wahnsinnigen Dynamikumfang bietet und eine Dynamikreserve. Okay. So kommen wir nicht an die Leistungsgrenze
dieses Netzteils oder dieser Netzteile darin, sondern alles arbeitet immer in seinem passenden Arbeitsbereich. Aus der 12-Kanal kommen dann 6 mal 180 Watt rausgebrückt an 4 Ohm. Ja, kann man auch mal vielleicht einen Subwoofer dran anschließen. Da kann man auch einen Subwoofer dran anschließen. Das macht dann auch schon Spaß. Ja. Ideal dafür prima Subwoofer. Wenn man dann einen D4 nimmt und als Beispiel 4 Kanäle brückt, dann hat man 360 Watt auf dem Subwoofer. Bei einem Doppelschwingspuren-Subwoofer. Ja. Und hat dann noch 8 Kanäle. Oder wie auch immer man es macht. Wenn man den Tieftöner noch brückt, hat man 6 Kanäle für ein 3-Wege-Frontsystem. Also Brücken zusammen. Kann man alles so machen. Hat Leistungsvariabilität da drin. Das ist maximal mögliche Flexibilität, dadurch, dass die Endstufen brückbar sind und dadurch, dass sie 2 Ohm stabil pro Kanal sind, gebrückt 4 Ohm stabil, hat man halt alle Optionen, die irgendwie relevant werden. Ja, oder die irgendwie Sinn machen. Ja, genau. Ja. Die Leistung messen wir, das ist auch ein, finde ich, super wichtiger Punkt, die Leistung messen wir immer, wenn alle Kanäle belastet sind. Okay. Ja, Also das heißt, wir messen nicht nur einen Kanal, sondern wir messen alle Kanäle gleichzeitig und das ist dann die Angabe, die wir auch angeben. Ja, ja, also man kann theoretisch, könnte man da auch das Ding einfach vollpumpen mit Subwoofern und das wird trotzdem noch liefern. auch das geht. Ja? Auch das ginge. Ja, Also die Dinger sind stabil, die Dinger sind getestet, die Dinger sind gemessen. da dann die 12-Kanal zum Vergleich dazu in der Größe. Ja gut, die ist schon noch mal ein bisschen größer, Ja, aber hat jetzt halt auch noch mal 4 Kanäle mehr. hat nochmal 4 Kanäle 4 mehr. Kanäle Genau. mehr und mehr Leistung pro Kanal oder gleich Ein viel? bisschen weniger. Minimal weniger. Als die genau, kompakt. 8 mal 65 und 12 mal 60. Ja gut, 5 Watt gebrückt dann halt wahrscheinlich das Doppelte. Ja, 180 und zu 200 Watt. Genau. Okay, also wirklich schöne kleine Endstufen. Anschlussmöglichkeiten haben wir da auch jetzt eigentlich relativ viel, glaube ich. Ja, alles was nötig ist. Strom, DSP-Ausgänge, Lautsprechereingänge, Also High-Level quasi. High-Level-Eingänge. Da ist ein USS mit drin, so nennen wir das, Universal Speaker Simulator. Das heißt auch an Werkssystemen mit Lautsprecherüberwachung laufen die Endstufen absolut problemlos. Solide Verstärker für alle Eventualitäten. Was ich auch cool fand, das hast du mir mal gesagt, quasi bei den Anschlüssen, weil ich kann da ja, wenn ich jetzt so eine M4D da dran anschließen will, weil ich habe ja hier jetzt quasi eigentlich sogar 6 Kanäle über, das heißt, ich könnte hier eine Ja, M4D und einen Monoblock zum Beispiel dazu. oder eine M6D könnte ich da quasi nochmal mit dazu hängen, dann hätte ich, die wäre so groß wie die M12 14er. Genau. Und normalerweise ist es ja so, also da sind ja jetzt keine Cinch-Anschlüsse dran. Das heißt, wie kriege ich denn jetzt da die beiden Endstufen verbunden? Genau. Dafür gibt es den DSP-Out, das ist ein Molex-Stecker. Und dafür gibt es natürlich im Zubehör ein Kabel, um die Endstufen miteinander für das Signal zu verbinden. Ja, das heißt, kein RCA-Kabel dazwischen, sondern eine Direktverbindung von dem Ausgang. Nicht noch irgendwie mit einem anderen Stecker, sondern Molex auf Molex. Okay. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich nehme meinen Fremdhersteller oder eine Thesis oder sonst irgendwas, kann ich ja trotzdem, gibt's ja, also da ist, glaube ich, ein Kabel direkt mit dabei auf RCA, Genau. Cinch. Genau. Das heißt, da kann man ganz normal wieder adaptieren Genau. und auf die Thesis gehen. Auf für die den Subwoofer. Thesis, auf die Voce, Genau. wie man Spaß dran hat. Genau. Okay. Und die Software, die jetzt, mit der ich das Ding hier quasi konfigurieren kann, die, wie heißt die nochmal? BitDrive. BitDrive. Genau. BitDrive ist ziemlich cool. Das ist unsere DSP-Software für die Zukunft. Da gibt es dann nur noch eine Software zukünftig für alle zukünftigen DSP-Produkte, die kommen werden. Das ist ziemlich geil. Die erkennt halt, was für eine Endstufe dranhängt und konfiguriert sich dementsprechend in den Funktionen und in dem Leistungsumfang, den die Endstufe bietet und passt sich darauf an. Das BitDrive ist wahnsinnig cool. Da sollten wir vielleicht noch mal ein extra Video zu machen. Das können wir tun. Das ist eine der mächtigsten und einfachsten Eingangskorrekturen in der BitDrive-Software, die es aktuell am Markt gibt. Man hat einen elektrischen RTA integriert, das heißt, man kann das Eingangssignal, was von der Werkshead-Unit oder auch von der Aftermarket-Head-Unit kommt, kann man messen. Das sieht dann aus, wie man mit dem RTA arbeitet, also im akustischen RTA kann man das da elektrisch machen und auch summieren. Das heißt, man sieht auch
Das ist ziemlich cool. Man sieht sie nicht nur, man kann sie dann auch korrigieren bzw. gegensteuern. Ja. Und auf der jeweils gegenüberliegenden Seite dann eben auch Laufzeit hinzufügen oder einen Allpassfilter hinzufügen, damit das dann wieder phasengleich ist. Okay, super cool. Heißt, ja, man kann da ja jetzt High-Level rein, man kann Cinch rein, man kann Cinch out, quasi in eine andere Stufe oder halt über diese Molex-Stecker daraus. Man hat digitalen Eingang, ist ja quasi auch. Das heißt, optisch kann man da auch reingehen. Genau. Und wir könnten sogar noch einen zweiten optischen Eingang nehmen. Gibt es einen Platz für eine Steckkarte für 4 weitere Eingänge. Okay. Das heißt, beziehungsweise 2, wie auch immer man es definiert. 4 weitere High-Level-Eingänge mit der F4-In-Karte. Die F4-In-Karte ist dann auch bis 32 Volt Eingangsspannung von dem High-Level-Signal. Die Endstufe selbst bis 22. Okay. Das heißt, da gehen dann auch Werksverstärker dran, die mit zum Beispiel einem Boosterverstärker ausgestattet sind, wo also auch ein bisschen Dampf drauf ist von einem Subwoofer-Eingang oder ähnliches. Und ein gutes Beispiel ist dann die 12 Kanäle rein, 12 Kanäle raus. Man kann es verstärken und prozessieren. Ja. Es gibt eine weitere Karte für einen optischen und gleichzeitig einen Coax-Eingang. Der lässt sich dann umschalten anhand der Karte, sodass auch die Coax-Digital-Nutzer einen Eingang haben dafür und somit maximale Flexibilität am Eingang sowie am Ausgang. Okay. Gut, da sind wir halt einmal komplett durch. Du zeigst gerade auf den ADC. Nee, doch, ADC zeigst du aber? Genau. Was ist denn ADC? Es gibt einen ADC-Port. Das ist eine serielle Kommunikationsschnittstelle. Aber zu was? Zu was? Zum Beacon. Beacon. Was ist denn der Beacon? Bluetooth Connect. Oh, Ja? wieso heißt das denn nicht BT-Con? Hier haben wir eine Bluetooth-Verbindung zum Stream. Ja, die kann, Also vom Handy aus vom kann Handy ich dann aus, direkt genau. da drauf. Und da gibt es dann auch eine App zu, mit der man über diese serielle Schnittstelle die Endstufe steuern kann. Ja? Okay, aber das heißt, das Beacon selber, da kann ich quasi reinstreamen und das schließe ich jetzt irgendwie an meine Endstufe an. Genau. Einmal hat das Ding, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, optischen Ausgang. Optischen Eingang, optischen Ausgang, genau. Das heißt zum Durchschleifen auch einen optischen Eingang. Ja. Wenn das Fahrzeug ein MOSBus-System oder ähnliches hat, wo schon ein Konverter dran ist, zum Beispiel der Bit-DMI, kann man das hier einfach durchschleifen. Ja. Und man kann trotzdem voll Hi-Res da rein streamen. Mit dem passenden Telefon, ein LDAC, was dann auch wirklich Hi-Res zertifiziert ist, mit 96 Kilohertz, 24 Bit. Also alles, was möglich ist über Bluetooth. Also technisch. Was aktuell technisch möglich ist über Bluetooth 5.0. Ja. Und Ausgänge hat das Ding ja Cinch-Ausgänge, Genau, sehe ich das. genau. Das heißt, wenn ich optisch nicht reingehen kann, dann kann ich halt Cinch da raus und in meine Endstufe rein oder irgendwie so. Optisch raus, dann halt in den DSP, beziehungsweise in die DSP-Endstufe und dann halt diesen ADC-Konnektor, um halt dann dieses Teil mit der Endstufe zu verbinden. Genau. Und dafür ist es dann für die App-Nutzung und für automatische Umschaltung. Wir machen dann noch ein paar Spielereien über diesen Port. Und die App kann halt ein paar coole Sachen, Preset-Umschaltung, kann die Lautstärke direkt in der Endstufe steuern, was einfach super wichtig ist, gerade wenn man das Absolute Volume benutzt. Was ist denn jetzt nochmal Absolute Volume? Wenn man ein digital-optisches oder koaxiales Signal hat, dann ist dort in der Regel kein Bit frei, um eine Lautstärkeinformation zu übermitteln. Ja? Also wenn wir per Bluetooth streamen oder optisch, also quasi digital irgendwie reingehen in den DSP. Genau, per Bluetooth ist eine Lautstärkeinformation enthalten, das ist gar kein Thema. Aber in dem SPDIF-Ausgang oder in dem SPDIF-Signal, was in die Endstufe geht, ist kein Bit frei. Ursprünglich ist das nicht vorgesehen gewesen in der Entwicklung von diesem SPDIF, dass da eine Information drin ist, wie laut es ist. Das heißt, immer wenn ich leiser mache beim Streamen, ändere ich eigentlich gar nicht die Lautstärke, sondern ich ändere die Bitrate. Und somit geht die Bitrate nach unten und somit habe ich natürlich einen Datenverlust, weil die Bits einfach wegfallen und dadurch suggeriert wird, dass es leiser ist.
Also ich mache quasi ein deutlich leiseres Signal auf der Leitung, obwohl, also das heißt, ich verliere Qualität, ich verliere Daten auf dem Transfer, weil ich es leiser mache. Das heißt, eigentlich will ich es ja die ganze Zeit auf Anschlag haben. Genau. Und mit dem Absolute Volume lässt sich das eben umgehen. In Kombination mit unseren Endstufen kannst du da die Lautstärke-Regelung im Telefon quasi abschalten und könntest damit die Lautstärke in der Endstufe steuern. Über die Tasten, wenn du die App zum Beispiel nicht nutzt. Ja? Okay, das heißt, ich habe dann halt mein Handy gekoppelt mit dem Ding, das Teil ist angeschlossen und ich mache lauter und leiser und theoretisch würde ich normalerweise halt die Anzahl der Daten reduzieren und das würde halt leiser werden, aber auch von der Datenmenge weniger werden. Und wenn ich das quasi aktiviere, dann checkt das Gerät das, schickt trotzdem den kompletten Bitstream halt einmal rüber und sagt aber der Endstufe zusätzlich, mach mal jetzt leiser und mach mal lauter. Genau. Das heißt, über den SDC-Port, genau. Über diesen seriellen Port. ADC? ADC, SDC. ADC, SDC. Beim Virtuoso heißt es dann SDC. Das heißt, der BitOne HD Virtuoso hat diese Schnittstelle auch, nicht nur die Forza-Endstufe. Okay, cool. Und ja, dann habe ich da quasi die volle Qualität weiterhin gegeben. Genau, volle Auflösung. Alles, was möglich ist. Alles, was geht. 96 Kilohertz, 24 mit einem Android-Handy. Genau, mit LDAC gehen 24 Bit 96 Kilohertz. Das ist schon eine Menge. Ja, das ist für ein Auto meiner Meinung nach ausreichend, muss natürlich aber auch die Endstufe können. Das heißt, die Endstufe, der DSP. beziehungsweise der DSP, die Verarbeitung in dem DSP sollte dann in dem Fall natürlich auch bei 96 Kilohertz liegen. Ansonsten würde die Endstufe oder der DSP selber downsamplen. Ja. Ja, das heißt, man hat keinen Mehrwert, wenn der DSP oder die DSP-Endstufe auf 48 Kilohertz oder mit 48 Kilohertz arbeitet und geht mit einem 96 Kilohertz Signal rein. Das heißt, man braucht quasi einen Hi-Res-DSP. Genau. Und zertifiziert habt ihr ja so ein paar davon. Genau. Ja, Aber das ist auch super wichtig. Die Zertifizierung sagt dem Endkunden einfach, dass das wirklich funktioniert und dass das zertifiziert ist, dass es Hi-Res kann. Beziehungsweise was Hi-Res wirklich bedeutet. Bleibt einfach dran, lässt ein Abo da und so weiter, dann verpasst ihr auch nicht, was Hi-Res wirklich bedeutet, weil es gibt wunderschöne Logos und die sind auch auf deinem T-Shirt, also du bist anscheinend auch Hi-Res zertifiziert. Ja. Aber was das halt wirklich heißt und ob man das jetzt, also braucht man das Logo, braucht man es nicht, was heißt das Logo, gucken wir uns definitiv noch im Nachgang demnächst mal an. Wenn ich mir das hier so angucke, ist hier noch so ein DRCC-Port. Genau. Was kann ich denn da dran anschließen? Da kannst du eine Fernbedienung dran anschließen, kabelgebunden. Okay. Heißt einen kleinen Drehregler, DRC AC, multifunktional, kann alles, was du brauchst, was im Auto nötig ist, heißt Lautstärke, heißt du kannst den Subwoofer lauter und leiser machen oder das Preset umschalten oder die Endstufen bzw. das Bitdrive können 2 Zonen verwalten, das heißt, du kannst auch einzelne Zonen lauter, leiser machen, vorne, hinten, wenn du nur einen Bus hast, kannst du Fahrer oder ganz hinten, wie auch immer du lustig bist. Du kannst den Final Tuning EQ abschalten, das ist ein Overall Equalizer, den wir in den Endstufen implementiert haben. Ja. Der hat, glaube ich, auch so ein Leucht-LED mit so einer Statusanzeige, wo man gerade drin ist. Weil er hat ja kein Display oder so, das ist wirklich nur so ein Drehregler. Du siehst anhand der Farben, du kannst die Farben einzeln den Funktionen zuordnen. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte auf der Standardposition möchte ich gerne grün haben. Und das soll die Lautstärke sein. Du kannst aber auch sagen, ich möchte auf der zweiten Position die Lautstärke haben mit der Farbe blau. Also da bist du super flexibel, wie es passt und wie es zum Auto passt. Genau. Und kannst dann, siehst du die Lautstärke anhand der LEDs. Du siehst, welches Preset du hast anhand der LEDs, je nachdem, wie weit du halt durchklickst und zu welcher Funktion du dich durchklickst. Okay, habt ihr noch irgendwie was anderes außer diesem Drehregler? Zu dem Virtuoso haben wir noch das DRC MP, das heißt mit Display. Und zu den Forza-Endstufen wird noch das DRC MP CAN kommen. Sieht genauso aus wie das DRC MP, selben Maße, selbes Gehäuse, aber das Innenleben ist komplett neu. Kriegt ein komplett neues Display, neue Funktionen und ist dann multifunktional in jeglicher Konstellation. Ja, das heißt da dann mit Display und sichtbar. Dafür eben aber auch ein bisschen größer. Also im Vergleich zu dem Drehding hat man dann halt logischerweise ein Display dran. Man sieht eine Anzeige, wie laut man ist und so weiter und so fort. Für die
guten Forza-Stufen. Oder wird der auch an der Virtuose funktionieren, der neue? Nein, aber der Virtuoso hat ja das DRC-MP. Genau, der hat ja schon eins. Okay, super cool. Im Endeffekt haben wir, glaube ich, jetzt alle Serien durch. Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, warum jetzt jemand, der auf der Suche nach Lautsprechern ist, auf der Suche nach DSP-Endstufen ist oder sonst irgendwas, warum sollte man zu Audison greifen? Gerade bei den Forza-Endstufen bieten wir einfach eine maximale Flexibilität. Die Endstufen, auch die Lautsprecher sind immer auf kompromisslosen Klang ausgelegt. Ja? Klang und Performance und Qualität steht da über allem. Gerade das Klangliche ist da super wichtig. Auflösung, Feinzeichnung, Dynamik. Deshalb ist das bei Audison schon so gedacht, auch im Verhältnis zum Herzbrand, ja, ohne Kompromisse. Einmal alles. Ohne Kompromisse, purer Klang. Sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, damit haben wir erstmal alles über Audison erzählt, was man aktuell so erzählen darf und kann. Bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für die Infos. War sehr gerne. interessant. Ich habe viel über Audison gelernt und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, wenn ihr weitere Infos braucht oder sonst irgendwie was, bleibt einfach dran. Ich verlinke hier noch ein paar andere Videos, die ihr euch angucken könnt. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.